Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten! Willkommen zur nächsten fundierten Wirksamkeitsanalyse. Heute geht es um ein Molekül, das weltweit zu den am besten untersuchten Nahrungsergänzungsmitteln überhaupt zählt: Kreatin. Doch was vermag es beim gesunden Erwachsenen im Anti-Aging-Kontext wirklich zu leisten? Dazu gleich im Hauptteil mehr. Kommen wir zunächst zu einem ganz knappen Steckbrief. Erstens. Im Gegensatz zu Pflanzenextrakten ist Kreatin kein Naturstoffgemisch, sondern ein aus Aminosäuren zusammengesetzter körpereigener Baustein, der hauptsächlich in den Muskeln als schnelle Energiequelle für kurze, intensive Belastungen, zum Beispiel Kraftsport, Sprinten, gespeichert wird, indem er ATP regeneriert. Kreatin wird in Leber, Nieren und Bauchspeicheldrüse gebildet und über die Nahrung aufgenommen. Der beliebte Supplement-Klassiker Kreatin wird als Nahrungsergänzung synthetisch hergestellt und somit spielt die Reinheit eine entscheidende Rolle. Bei minderwertiger Herstellung können unerwünschte Rückstände entstehen. Insbesondere Dicyanediamid, DCD, und Dihydrotriazin, DHT, die im Endprodukt nichts verloren haben. Hochwertige Präparate tragen deshalb Reinheitssiegel wie CreaPure oder CreaProof, die eine geprüfte Reinheit von über 99% gewährleisten. Und damit stellt sich die zentrale Frage dieses Videos: In welchen anti-aging-relevanten Bereichen profitiert der gesunde Erwachsene tatsächlich von Kreatin und in welchem Ausmaß? Für diese Analyse habe ich stilgetreu ausschließlich Meta-Analysen und systematische Reviews der letzten Jahre von 2021 bis 2025 ausgewertet. Der Fokus lag konsequent auf gesunden Erwachsenen und älteren Menschen, nicht auf Patienten, nicht auf Tier- oder Zellkulturstudien. Damit kommen wir zum Herzstück dieses Videos, dem Forschungsstand zweitens. 6 anti-aging-relevante Bereiche lassen sich aus der Humanforschung mit Kreatin entnehmen. 2.1 Muskelkraft und funktionelle Leistung, 2.2 anaerobe Ausdauer, 2.3 muskuläre Regeneration, 2.4 Muskel- und Fettmasse, 2.5 Gedächtnis und Kognition sowie 2.6 Entzündungen, Inflammaging. Okay, starten wir mit 2.1 Muskelkraft und funktionelle Leistung. Beginnen wir mit dem Kernbereich, für den Kreatin seit Jahrzehnten bekannt ist, der Kraftleistung, und damit unmittelbar verbunden der funktionellen Leistungsfähigkeit im Alltag. Eine große systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse aus dem Jahr 2025 von Fatema Kaseminasab und ihrem iranischen Forscherteam aus den Sport- und Bewegungswissenschaften wertete mehrere Dutzend randomisierte kontrollierte Studien aus. Untersucht wurden gesunde Erwachsene sowie ältere Menschen, überwiegend in Kombination mit Krafttraining. Typische Protokolle waren Kreatinmonohydrat in einer Dosierung von 3 bis 5 Gramm pro Tag, eine Einnahmedauer von meist 8 bis 12 Wochen, fast immer begleitet von systematischem Krafttraining. Das Ergebnis ist klar und konsistent. Kreatin steigert die Maximalkraft und Kraftleistung signifikant stärker als Training allein, besonders bei mehrgelenkigen Übungen wie Kniebeugen oder Bankdrücken. Eine weitere iranische Meta-Analyse aus dem Jahr 2025 von Ghazal Sharifian und ihrem Expertenteam, die von älteren Erwachsenen handelt, zeigt zusätzlich: Die verbesserte Kraft überträgt sich auf funktionelle Leistungsparameter, etwa Aufstehtests, Beinkraft
und alltagsrelevante Bewegungen. Genau diese Fähigkeiten entscheiden im Alter darüber, ob Mobilität und Selbstständigkeit erhalten bleiben. Kurz gesagt, Kreatin wirkt nicht nur im Fitnessstudio, sondern dort, wo Altern praktisch relevant wird. (2.2) Anaerobe Ausdauer. Der zweite Bereich betrifft die kurzzeitige Leistungsfähigkeit bei intensiven Belastungen, also das, was man korrekt als anaerobe Leistungsfähigkeit bzw. Ausdauer bezeichnet. Auch hier liefert die Meta-Analyse von Kasemina Sab 2025 eine saubere Datenlage. In den eingeschlossenen RCTs verbesserten sich Sprint-, Wiederholungs- und Kurzzeit-Leistungsparameter signifikant unter Kreatin. Typische Bedingungen: 3 bis 5 Gramm Kreatin pro Tag, 8 bis 12 Wochen Einnahme, oft kombiniert mit hochintensivem Training. Wichtig ist die Einordnung: Kreatin steigert nicht die klassische aerobe Ausdauer oder die maximale Sauerstoffaufnahme VO2 max zuverlässig. Die Effekte betreffen vor allem kurze intensive Belastungen, genau dort, wo im Alltag schnelle Kraftimpulse nötig sind, etwa beim Stolpern, Abfangen oder Tragen. Für Anti-Aging bedeutet das keine Marathonpille, aber ein relevanter Schutzfaktor gegen Kraft- und Leistungsabbrüche. 2.3 Muskuläre Regeneration. Kommen wir zur Regeneration, einem häufig beworbenen, aber wissenschaftlich sensiblen Bereich. Eine systematische Meta-Analyse von Bethany Northeast von der Loughborough University und Kollegen aus dem Jahr 2021 untersuchte die Wirkung von Kreatin auf Marker trainingsinduzierter Muskelschädigung bei gesunden Erwachsenen. Typische Protokolle: 3 bis 5 Gramm Kreatin täglich, Einnahmedauer 7 bis 12 Wochen nach intensiven Belastungen. Das Ergebnis ist differenziert. Kreatin kann bestimmte Muskelschädigungswerte wie Kreatinkinase teilweise abmildern. Die Effekte sind jedoch klein und nicht in allen Studien konsistent. Subjektive Regeneration oder Muskelkater verbessern sich nicht zuverlässig. Fazit dieses Bereichs: Kreatin ist kein starkes Regenerationssupplement, offenbart aber leichte trainingsnahe Schutzwirkungen. 2.4 Muskel- und Fettmasse. Ein zentraler Anti-Aging-Aspekt ist die Körperzusammensetzung, insbesondere der Erhalt von Muskelmasse im Alter. Hier liefert die Meta-Analyse von Professor Dr. Scott Forbes von der Brandon University in Kanada aus dem Jahr 2021 besonders robuste Daten. Untersucht wurden gezielt ältere Erwachsene. Typische Einnahmestrategien: 3 bis 5 Gramm Kreatin pro Tag, 12 bis 24 Wochen, immer in Kombination mit Krafttraining. Das Ergebnis ist konsistent. Die Kreatingruppen bauten signifikant mehr fettfreie Muskelmasse auf als Placebo, im Mittel etwa 1 bis 2 Kilogramm zusätzlich. Teilweise zeigte sich auch eine leichte Reduktion des Körperfettanteils. Der Effekt ist konsistent, reproduzierbar und trainingsabhängig. Ohne Bewegung bleibt Kreatin weitgehend wirkungslos. Es verstärkt Training, es ersetzt es nicht. Doch was bedeutet das im Klartext? Mehr fettfreie Masse führt dazu, dass der Körper weniger Muskelschwund (Sarkopenie) im Alter erleidet, weil die Muskeln aktiv bleiben. Das wiederum sorgt für einen höheren fettabbauenden Grundumsatz. Weniger Fett bedeutet weniger chronische Entzündung. Die Entzündung lässt nach, das Stoffwechselalter sinkt
Und das ist genau das, was uns alt macht. Mit Training ist Kreatin also einer der zuverlässigsten Verstärker gegen altersbedingten Muskelschwund. 2.5 Gehirn und Kognition. Ein vergleichsweise junges, aber spannendes Feld ist die Wirkung von Kreatin auf das Gehirn. Ein systematisches Review und eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2024 von Shen Xu und einem Wissenschaftlerteam der Fakultät für Sportwissenschaft einer chinesischen Universität analysierten randomisierte Studien an gesunden Erwachsenen. Typische Dosierungen 5 bis 20 Gramm Kreatin pro Tag, 4 bis 12 Wochen Einnahme. Untersucht wurden unter anderem Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit und Reaktionsgeschwindigkeit. Das Ergebnis: Es wurden kleine, aber reale Verbesserungen, besonders unter mentaler Belastung, Schlafmangel oder hoher kognitiver Beanspruchung festgestellt. Bei älteren Erwachsenen sind die Effekte uneinheitlicher und insgesamt moderat. Für Anti-Aging gilt daher: kein starkes Neurosupplement, aber messbares kognitives Zusatzpotenzial ist durchaus vorhanden. 2.6 Entzündungen, Inflammaging. Zum Schluss der kritischste Bereich. Ein narrativer Review des Kanadiers Dean Cordingley aus dem Jahr 2022 sowie die Meta-Analyse von Northeast and Clifford 2021 untersuchten systemische Entzündungswerte unter Kreatin. Typische Protokolle 3 bis 5 Gramm pro Tag, mehrere Wochen Einnahme. Das Ergebnis ist eindeutig. Es gibt keine konsistente, nennenswerte Senkung von Entzündungswerten wie CRP, IL-6 oder anderen systemischen Entzündungsmarkern. Allenfalls wurden kurzfristige Effekte im Zusammenhang mit Training sichtbar. Damit ist klar, Kreatin ist kein antiinflammatorisches Anti-Aging-Supplement. Und damit sind wir nun beim Fazit angelangt. 3 Fazit. Wie immer viel Evidenz, viele Zahlen, viele Inhalte und Details. Zeit, das Ganze einmal kompakt, verständlich und einordnend zusammenzuführen. Zur besseren Übersicht blende ich euch jetzt, wie schon im Ashwagandha-Video, ein kompaktes Kurzfazit mit Zahlen ein, das direkt aus den 6 besprochenen Reviews und Meta-Analysen abgeleitet ist. Wenn man diese Punkte nüchtern zusammenfasst, dann gilt: Kreatin ist kein Wundermittel, aber eines der effektivsten, günstigsten und bestbelegten Moleküle, um Muskelabbau, also Sarkopenie, und damit körperliche Alltagseinbußen im Alter zu verlangsamen. Die Maximalkraft steigt bei Jüngeren nennenswert, bei über 60-Jährigen hingegen kaum. Dafür bleibt die Muskelmasse besser erhalten, was für Alltag und Selbstständigkeit von echtem Wert ist. Seine größte Stärke entfaltet Kreatin dort, wo Altern im Alltag wirklich relevant wird: beim Aufstehen, Tragen, Gehen, stabil bleiben und Kraft erhalten. Im Rahmen meines ABC-Schemas landet Kreatin damit klar in Kategorie C. Solide Humanevidenz, reproduzierbare Effekte, realer Nutzen. Damit gesellt sich Kreatin neben Astaxanthin und Ashwagandha zum dritten, nunmehr empfehlenswerten Anti-Aging-Supplement, gemäß reiner Humanwissenschaft. Erfreuliche Erkenntnis, wie ich finde. Zum Abschluss noch 2 wichtige Hinweise. Erstens:
Kreatin wirkt nicht ohne Training. Es verstärkt Belastung, es ersetzt sie nicht. Zweitens, in den Studien war Kreatin beim gesunden Erwachsenen überwiegend sehr gut verträglich, auch bei längerer Einnahme von 3 bis 5 Gramm täglich. Wenn euch diese Analyse neugierig gemacht hat und ihr das preiswerte Supplement Kreatin selbst kontrolliert testen möchtet, habe ich euch wie immer ein kompaktes Merkblatt für den Kreatin-Selbsttest mit Dosierung, Einnahmedauer und Messkriterien in der Videobeschreibung verlinkt. Fragen beantworte ich gerne in den Kommentaren. Und wie immer zum Schluss, wenn euch meine evidenzbasierten Analysen gefallen, freue ich mich sehr über ein Like und ein Abo. Nun verabschiede ich mich mit dem Slogan Let's get younger, not older. Mille grazie fürs Zuschauen und das entgegengebrachte Vertrauen und bis zum nächsten Video. Euer Mika Young.